Ein Drittel der Deutschen spielt regelmäßig Glücksspiele. Über 40 Milliarden geben sie im Jahr für dieses Vergnügen aus. Doch für 1,3 Millionen Menschen ist es kein Spiel mehr. Sie sind glücksspielsüchtig. Ich selber als Spielsüchtiger habe eine unglaublich starke Fassade aufgebaut, um mein Umfeld möglichst im Unklaren zu lassen, was tatsächlich bei mir los ist. Das Geld kam überall her, also meine Kasse habe ich leer geräumt, ich bin nachts zur Bank gefahren, hatte Schweißausbrüche, wo ich das nächste Geld herkriege. Alles Mögliche versucht, um an Geld zu kommen. Das Konto von meinem Kind leer geräumt, mein eigenes Konto leer geräumt, die Miete nicht bezahlt und so weiter. Man hat einfach kein Interesse mehr an diesem normalen Leben teilzuhaben, sondern man hat fast nur noch Gedanken, wie kann man wieder in diese Welt abtauchen. Dr. Tobias Heyer von der Uni Bremen ist Deutschlands bekanntester Glücksspielforscher. An einem Online-Glücksspiel demonstriert er, wie gefährdet Spielende sind, dabei in eine Sucht zu rutschen. Das ist eine Spielform, die wir in der Forschung als ein Spielangebot mit hohen Suchtgefahren ansehen. Das liegt daran, dass ihr ja 24/7 zocken könnt, also 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Das Internet schließt nicht, kennt keine Grenzen. 4. Beispiel von 10. Jo. Ich krieg die Krise. Leute, ich krieg die Krise. Das gibt 2 Kaffee. Und was theoretisiere ich vorhin? Ich lasse das mal so stehen. Und jetzt will ich das tatsächlich noch mal erden. Ich hätte das nicht gedacht, dass wir so einen Moment hier noch mal hinkriegen. Könnt ihr euch jetzt vorstellen, dass der ein oder andere, dass es kribbelt? Das ist innerhalb von, wie lange war das? 1 Minute, 2 Minuten? Also jetzt, genau. Und das triggert immens. Und jetzt stellt euch gerade junge Leute vor, die nicht so viel Geld haben. Wenn ich einmal so ein Erlebnis habe, dann möchte ich das nochmal haben. Und nochmal haben. Und nochmal haben. Und irgendwann passiert es dann halt, dass ich eben diese Gewinne nicht einfahre. Das ist sogar sehr wahrscheinlich. Und irgendwann ist das gewonnene Geld weg und noch viel mehr. Und das macht Glücksspielsucht aus. Wir haben jetzt ein gutes, in Anführungsstrichen, gutes Einstiegsszenario erlebt. Also Geldgewinne werden in Aussicht gestellt. Und das ist ein ganz wichtiges Kriterium, der Spielausgang beim Glücksspiel ist ausschließlich oder überwiegend vom Zufall abhängig. Bedeutet, nicht von ihren Fähigkeiten, nicht von ihren Fertigkeiten, nicht von der Psychologie, nicht von der Mathematik, sondern durch Zufallsprozesse. Dass Thomas Melchior bei seinem Einstieg in das Glücksspiel sofort gewonnen hat, ist Teil seiner Suchtgeschichte. Am 22. November 2005, in der Halbzeitpause Bayern München gegen Rapid Wien, setzt er zum ersten Mal Geld in einer Sportwette. Und dann kam ja eben in der Halbzeitpause die Werbung für den Sportwettenanbieter und habe 10 Euro gesetzt und da sind aus den 10 Euro unglaubliche 11 Euro geworden. Also ich habe einen einzigen Euro gerade mal gewonnen. Das war für mich ein sehr hoher Gewinn, weil da kam der Bankkaufmann in mir durch und für den Bankkaufmann in mir waren 1 Euro gleichbedeutend mit 10% und 10% Rendite in 45 Minuten. Das ist wirklich gigantisch. Das war der Moment gewesen, wo ich beschlossen habe, Thomas, du legst dein Geld zukünftig in Sportwetten an. Natürlich können Sie auch beim Sportwetten Geld gewinnen. Dazu brauchen Sie aber einen einzigen Faktor: Glück. Und Sportwetten, auch das kann man noch hinzufügen, das ist jetzt sehr technisch formuliert, sind die ideale Projektionsfläche für diese kognitiven Verzerrungen. Was meine ich damit? Naja, wenn ich beim Sportwetten gewinne, dann werde ich immer sagen, das war mein Sachverstand, das war meine Kenntnis, meine Fertigkeit. Ich kann das ja so weitermachen. Thomas Melchior ist überzeugt, diesen Sachverstand zu haben.
Er war schon als Jugendlicher Fan von Dynamo Dresden, kennt sich bestens in der Bundesliga und im Regionalfußball aus. Er glaubt, so wie es die Wettanbieter versprechen, dass er als Fußballfan mit seinem umfassenden Sportwissen viel Geld gewinnen kann. Denn schon am nächsten Tag habe ich insgesamt 600 € eingezahlt, bin direkt nach der Arbeit zu Hause gefahren, habe den ganzen Abend vor dem Computer gesessen, habe Wetten platziert, über 40 Stück. Und die 600 € waren dann auch relativ schnell weg gewesen. Ein paar Tage später kam dann das Weihnachtsgeld, das waren knapp 2000 €. Und auch die waren innerhalb weniger Tage weg gewesen. Und das Abrutschen in die Sucht, das ging bei mir unglaublich schnell. 6.000 € verspielt er im ersten Monat. Nach einem Jahr beginnt der Abstieg. Seine Freundin verlässt ihn, sein Job wird gekündigt, er verliert die Wohnung. Zu Fußballspielen geht er nicht mehr. Seine Gedanken drehen sich nur noch um Sportwetten. Du kannst Spiele rund um den ganzen Globus tippen mit Mannschaften, die du noch nie gehört hast. Und das alles geht halt über das Internet, über das Handy. Völlig anonym, du musst dich halt nur anmelden. Niemand sieht von außen, was du machst. Dr. Heyer forscht seit 20 Jahren zur Faszination des Glücksspiels. Für den aktuellen Glücksspielatlas hat er Gründe untersucht, warum die Spielfreude so schnell in Sucht umschlagen kann. Wir alle, wir müssen unser Verhalten im Alltag so ausrichten, dass wir sowas wie Belohnung, Anerkennung, Verstärkung, Lob erfahren. Das Lachen des eigenen Kindes, der Ehefrau, das Erfolgserlebnis beim Sport, am Arbeitsplatz, das alles können natürliche Verstärker sein. Bleiben diese natürlichen Verstärker aus, so glaube ich, erhöht das die Wahrscheinlichkeit für psychische Störungen, wie zum Beispiel Depression, aber auch die Anfälligkeit für Suchterkrankungen. Warum? Wenn wir unser Gehirn einmal anschauen, dann sehen Sie hier zum Beispiel Alkohol, Heroin abgebildet, Nikotin. Das alles sind Verstärker für unser Gehirn, für uns. Das ist der schnelle Kick. Das sind hochpotente, hochverstärkende, künstliche Mechanismen. Und mittendrin sehen Sie das Würfelspiel. Denn für einige Personen kann das Glücksspiel, hier symbolisiert durch das Würfelspiel, genau diese Belohnungsqualitäten, diese Belohnungseigenschaften haben. Stimulation, Adrenalin, Nervenkitzel. Und bei der Teilnahme am Glücksspiel wird ein sogenanntes Glückshormon ausgeschüttet, das sich Dopamin nennt. Automatenspiele liefern das Glückshormon Dopamin besonders schnell. Das liegt an der hohen Geschwindigkeit. Man verliert oder gewinnt im Sekundentakt. Die Forscher warnen vor der hohen Suchtgefahr solcher Automatenspiele. Trotzdem sind in Deutschland über 200.000 Spielautomaten zugelassen. Denn die bringen richtig Geld. Auch für den Staat. Wir liegen mittlerweile bei Steuereinnahmen durch legales Glücksspiel bei über 6 Milliarden €. Zum Vergleich, alkoholbezogene Steuern in Deutschland knapp über 3 Milliarden €. Das heißt, das Glücksspiel ist als Einnahmequelle für den Staat doppelt so wichtig wie Alkohol. Hier haben wir tatsächlich Interessenskonflikte, denn effektiver Spielerschutz, effektiver Jugendschutz, effektive Suchtprävention bedeutet auch immer ein weniger an Einnahmen. Es geht um verdammt viel Geld. Diesen finanziellen Interessen stehen über 4 Millionen gefährdete oder bereits an Glücksspielsucht erkrankte Menschen gegenüber. Wir fragen beim Bundesbeauftragten für Sucht und Drogen, Burkhard Blinert, nach, ob da vom Staat in Richtung Suchtprävention überhaupt etwas zu erwarten ist. Dieses Doppelverhältnis, dass ein Staat daran verdient durch Steuern, aber auf der anderen Seite eben für den Gesundheitsschutz mehr tun muss, das haben wir in vielen anderen Bereichen auch. Mein Augenmerk liegt darauf, auf den gesundheitlichen Bereich einen starken Blick zu werfen. Dafür stützt er sich auf die Erkenntnisse der Glücksspielforschung und auf die ersten Ergebnisse aus den gesetzlichen Regulierungen des Glücksspielstaatsvertrags. Ein Ziel des Vertrages ist, durch Reglementierung und Kontrolle Glücksspielsucht zu verhindern. Wir verbieten ja das Glücksspiel insgesamt nicht als solches.
Als Sucht- und Drogenbeauftragter ist es mir wichtig, dass wir stärker hinschauen, die Verantwortlichen eben auch gemeinsam darüber schauen, was sind die Ergebnisse von jetziger Regulierung, wo müssen wir nachsteuern, damit wir eben die Risikogruppen klein halten. Was bedeutet dieses stärkere Hinschauen des Staates? Wolle Förster betreibt seit Jahrzehnten mehrere Spielcasinos in Dresden. Für den Schutz der Spieler sind jetzt Gewinnquoten, Einsatzhöhe, Spieldauer, Maximalgewinne vorgegeben. Selbst die Öffnungszeiten sind reglementiert. Was ihn stört, ist, dass er als Unternehmer anderen Regeln unterliegt als der Staat selbst mit seinen eigenen Spielbanken. Das driftet heute so weit auseinander, das ist nicht mehr normal. Ich habe mir das mal rausgesucht, gerade heute reden wir von der Spielbank hier in Dresden. Da stehen 90 Spielautomaten auf 400 Quadratmetern. Das bedeutet 4,5 Quadratmeter für einen Automat. Bei uns ist vorgeschrieben 12 Quadratmeter ein Automat. Da hat man regelmäßig Veranstaltungen. Dort kann man trinken, Alkohol trinken. Bei uns ist grundsätzlich Alkohol verboten. Wir haben 20 Cent in 5 Sekunden, die verspielt werden können. In der staatlichen Spielbank kannst du bis zu 45 € in 5 Sekunden verspielen. Das bedeutet 540 € in der Minute. Das bedeutet in der Stunde 32.000 € kann ich dort verspielen. Das ist der absolute Irrsinn. Und wir können keine Werbung machen, keinen Flyer verteilen, können die Leute mit nichts zu uns locken. Alles aus Gründen des Spielerschutzes. Dabei bestreitet er die Suchtgefahr von Automatenspielen keinesfalls. Er weiß selbst, wie schnell man in diesen Sog gerät und will, dass seine Mitarbeiter ein Auge auf gefährdete Kunden haben. Wir merken, wer zu viel spielt. Und ich habe auch schon viel erlebt. Ich habe schon eine Mutter erlebt, die hat bei mir geklingelt und hat gesagt, Wolle, hier sind meine Kinder, kannst du drum kümmern. Wir haben kein Licht mehr, wir haben die Miete nicht bezahlt, mein Mann hat alles verspielt. So. Den kannte ich persönlich nicht, aber wir haben dann mitgekriegt, wer es war, haben mit ihm gesprochen. Wir haben der Familie auch geholfen in dem Fall. Die meisten seiner Gäste spielen zum Vergnügen. Wenn er und seine Mitarbeiter riskante Spieler erleben, raten sie denen manchmal dazu, sich bei der zentralen Spielerbank sperren zu lassen. Dann kommen sie in Deutschland in keine Spielhalle mehr. Es ist so, dass die Mitarbeiter der Spielhalle dazu angehalten sind, was zu dokumentieren, wenn sie ein ungutes Gefühl haben beim Spieler, so dass wir das erfahren und das reingucken können. Zum Beispiel Dokumentation von Spielerschutzmaßnahmen und Jugendschutz. Versuchte Jugendschutzverletzungen, Nachweis über Kontrollgänge, Gesprächsprotokolle. Und dann haben wir eine Checkliste Beobachtungsmerkmale. Da gibt es verschiedene Merkmale. Und wenn man 4 bis 5 Merkmale hier ankreuzt, die positiv sind, dann weiß man, hier ist ein Fall, den wir mehr untersuchen und beobachten müssen. Zum Schluss dann, wenn gar nichts anderes geht, dann ein Antrag auf Spielsperre nach dem Glücksspielstaatsvertrag, sodass also das dann nach Hessen in die zentrale Sperrdatei kommt. Und manche wollen das auch, die wollen einfach sagen, Schluss, ich will nichts mehr mit Spiel zu tun haben, aber ich renne immer wieder rein und jetzt ist Schluss. Trotzdem ist jeder gesperrte Spieler für die Betreiber der 263.000 Spielautomaten in Deutschland ein Verlust. Als Thomas Melchior in der Hochphase seiner Sucht ist, gab es weder Glücksspielstaatsvertrag noch zentrale Spielersperren. Er konnte ungebremst spielen. Niemand hat ihn gestoppt, obwohl er mehrere Millionen verspielt. Er hat unzählige Tricks entwickelt, um an Geld zu kommen. Tricks, für die er sich heute schämt. Sein Suchtdruck war so hoch, dass er völlig fremde Menschen dazu bringt, ihm Geld zu geben. Dafür geht er ins Reisezentrum am Dresdner Hauptbahnhof, lässt sich eine Verbindung ausdrucken, täuscht einen Reisenden in einer fremden Stadt vor, dem sein Geld und die Fahrkarte gestohlen wurden. Ich habe hier auf dem Bahnhof Reisende angesprochen, eine Notsituation vorgetäuscht, mit der Bitte,
mir doch Geld zu leihen, damit ich diese Reise antreten kann. Anstatt die Reise anzutreten, bin ich dann in das Wettbüro hinter mir gegangen, habe das Geld dort verspielt. Und ich war wirklich 6 Uhr morgens der erste Kunde und oftmals auch der letzte Kunde um 23 Uhr. Und an diesem Ort eben hinter mir hat sich über eine lange Zeit mein halbes Leben abgespielt mit allen Tiefen und noch tieferen Tiefen. Der Glücksspielsüchtige jagt seinen Verlusten hinterher. Er hat verloren und will das Geld wieder reinholen. Und der Bewältigungsversuch ist nicht sparen, mehr arbeiten oder etwas anderes sozial angemessenes, sondern der Bewältigungsversuch ist noch mehr zocken. Und dann gibt es ein zweites Glücksspiel, typisches Kriterium, das nennt sich Bailout. Das heißt übersetzt, dass sich der Glücksspielsüchtige darauf verlässt, dass andere seine Schulden begleichen bzw. für seine finanzielle Misere aufkommen oder ihm Geld zum Zocken geben. Hunderte Menschen leihen ihm so über die Jahre Geld. Er verspricht, zeitnah zurückzuzahlen, tut das aber nie. Am Ende laufen 100 Anzeigen wegen Betruges und er hat 800.000 € Schulden. Ich habe nichts zu essen zu Hause, ich kann die nächsten Rechnungen nicht mehr bezahlen, ich kann die Miete nicht bezahlen, bin überschuldet bis über beide Ohren. Ich schaffe es nicht, ehrlich zu mir zu sein, mir die Sucht einzugestehen. Ich laufe diesen Verlusten, die ich über die Jahre angehäuft habe, immer noch hinterher. Und ich bin sozial komplett im Abseits gelandet durch mein Handeln. Wofür lohnt es sich noch zu leben? Bevor er seine Suizidgedanken in die Tat umsetzen kann, wird er verhaftet und wegen mehrfachen Betruges zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt. In dem Moment, wo die Handschellen geklickt haben, das war der erste Moment seit Beginn meiner Sucht, wo ich mich wieder frei gefühlt habe. Denn er weiß, im Gefängnis kann er nicht mehr spielen. So wie Thomas Melchior zocken viele seit ihrer Jugend, kommen allein nicht mehr davon los. Marco spielt, seit er 15 ist. Er verdient damals Geld mit einem Minijob, geht mit Freunden am Automaten spielen, gewinnt. Später folgen im Casino Roulette und Kartenspiele. Er war dem Glücksspiel vom ersten Gewinn an verfallen. Meine Theorie ist, es hat mit der Kindheit zu tun. Wenn Kinder Stabilität vermittelt bekommen, also sprich Werte, Rituale, die Aufmerksamkeit, sich die Zeit genommen wird, Leitplanken gesetzt werden, Konsequenz dahinter steckt, wenn es nicht genug da ist, kann in einer Welt, wo so viel Ablenkungen da sind, kann es passieren, dass die Kinder labil werden und zu irgendwelchen Reizen dann sich unterwerfen oder sich suchen. In 35 Jahren hat er so rund 2 Millionen verspielt. Spieler spielen nicht, um Geld zu verdienen. Niemals. Und wenn sie wissen, sie würden verlieren, sie würden es trotzdem machen. Es war eigentlich mehr dieser Kick, auch ein bisschen das Verbotene, ja, aber es ist dieser Kick, es ist diese Befriedigung, die ausgelöst wird, dass, wenn man da irgendwo dieses Klingeln, diese Farben, einfach wie, das tut einen wie betäuben und einfach aus der reellen Welt rausziehen und eine Art wie Vergnügen bereiten, dass man einfach möchte, nicht aufhört. Es soll einfach weitergehen, weitergehen, weitergehen. Seine Frau versucht immer wieder, ihn aus der Spielsucht zu holen. Schließlich gibt sie auf. Sie hat mir gesagt, dass es nichts mehr zum Reden mehr gibt. Und das hat mir einfach eine Höllenangst eingejagt. Das war so der Schlüsselmoment, wo ich entschieden habe, ich will jetzt endlich leben. Ich bin bereit, alles dafür zu tun, um diese Situation herbeizuführen, weil es eigentlich nur an mir lag. Er probiert erfolglos mehrere Therapien. Erst im Klinikum Nürnberg findet er das Richtige, denn Ekaterini Georgiadou ist spezialisiert auf Verhaltenssüchte wie Glücksspielsucht. Ihre Patienten kommen aus allen Altersgruppen, reichen vom Obdachlosen bis zum Akademiker
Und alle sind total verzweifelt. Die Glücksspielsucht geht oft einher mit Kontrollverlust. Also der Patient kann nicht mehr sein Glücksspielverhalten kontrollieren. Er hat einen enormen Drang, dem er eben nicht widerstehen kann. Er ist oft gedanklich eingenommen, wo beschaffe ich mir jetzt Geld, wo gehe ich das nächste Mal spielen. Er entwickelt oft eine Toleranz, das heißt, er muss immer höhere Einsätze einbringen, um den gewünschten Effekt zu haben. Er jagt auch oft Verlusten hinterher. Ja. Oft geht es dann gar nicht mehr um den Gewinn, sondern um das Spielen. Er verheimlicht, er lügt und letzten Endes die negativen Konsequenzen der Sucht an sich. Welche konkrete Lebensbereiche wurden denn dadurch beeinträchtigt? Eigentlich habe ich einen großen Teil meines Lebens verpasst. Ich war in dunklen Räumen, was ja typisch ist für diese Gegebenheiten. Ich habe mich betäubt mit diesem Kick, den ich immer wieder versucht habe herbeizuführen mit dem Geld. Ich habe Kinder, ich habe die Kindheit, meine Kinder verpasst. Ich habe meine Ehe, ich bin schon sehr lange verheiratet. Ich habe einen Großteil meiner Ehe verpasst. Am Anfang steht das klinische Interview, um das Verhalten zu analysieren. Dann folgt über mehrere Wochen eine ambulante Therapie. In der Therapie, also wir arbeiten natürlich in Gruppentherapien. Hier ist auf jeden Fall wichtig, dass wir schauen, wie kann der Patient mit Suchtdruck umgehen? Wann spielt er eigentlich? Was sind so klassische Situationen? Welche Orte, welche Personen, welche Zeiten? Die kann er dann gegebenenfalls auch vermeiden. Zu Beginn vor allem dann auch zu schauen, ein bestimmtes Geldmanagement, Umgang mit Geld. Wenn Sie jetzt zurückblicken, würden Sie sagen, in der Glücksspielsucht habe ich nur Geld verloren? Nein, es war nicht nur das Geld. Ich habe meine Würde, eigentlich den Sinn des menschlichen Daseins verloren. Aber der Schaden dabei, der menschliche Schaden, der Folgeschaden, das Ganze drumherum, nicht nur die komplette Familie, der Kreis der Mitarbeiter, also sprich der Kollegen, egal was man macht, man reißt alle mit rein. Und das ist das Zerstörerische an der Spielsucht. Es ist einfach, die Zerstörung ist fast unbegrenzt. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch bei so einem sehr scham- und schuldbesetzten Thema nicht urteilen, nicht beurteilen, sondern schauen, wo befindet sich der Patient, wo will er hin und wie können wir ihn am besten unterstützen. Herr X, wir haben heute unsere letzte Sitzung. Wie geht es Ihnen damit? Fühlen Sie sich gut gewappnet? Ja, ich fühle mich jetzt stark genug, stabil genug, um eigentlich rauszugehen und eigentlich einmal das Leben so zu nehmen, wie es kommt. Und auch gegen die Verführungen, nenne ich es mal, der Spielindustrie, der ganzen Spielewelt, um der zu widerstehen. Glücksspielsucht ist eine anerkannte Krankheit. Dr. Georgiadou begleitet ihre Patienten auch nach der Therapie oft noch jahrelang. Solche Langzeitbegleitungen gibt es in Mitteldeutschland nicht. Deshalb gründen Spielsüchtige und Angehörige in Zwickau eine offene Selbsthilfegruppe. Zwischen 5 und 20 Menschen treffen sich zweimal im Monat. Sie sind bereit, sich filmen zu lassen, damit andere Erkrankte Hoffnung schöpfen können. Angefangen hat meine Karriere 2011, da hatte ich eine Kneipe gehabt und meine Kunden haben an den Automaten gespielt und irgendwann habe ich halt gedacht, ich probiere es auch mal. Ja, dann sind die Gäste gekommen und mein Spieldruck, der wurde immer größer. Ich habe wirklich gedacht, wann gehen die endlich, dass ich mich wieder an den Automat setzen kann. Und ich habe innerlich gemerkt, dass ich da teilweise sogar richtig aggressiv geworden bin. Alle haben solche Erfahrungen mit Suchtdruck, auch wenn sie inzwischen trockene Spieler sind. Denn wie bei Alkohol verschwindet die Sucht nie ganz. Und alle kennen die Enttäuschung, rückfällig zu werden. Auch wenn dann kritisch nachgefragt wird, hier verurteilen sie keinen. Denn gerade dann ist die Gruppe lebenswichtig. Das war
2017, Anfang Mai, da hatten wir ja gerade so Samstaggruppe und da habe ich den Freitag vor der Gruppe versucht, mich umzubringen. Da habe ich auch eine Weile Tabletten gesammelt, diverses, habe es dann mit Alkohol runtergespült, habe ich nicht verkraftet. Bis Samstag früh irgendwie mich die ganze Zeit erbrochen und da ging es mir auch richtig schlecht. Und da bin ich dann zur Gruppe gekommen. Also ich kann mich an die Situation noch sehr gut entsinnen, als du hier in der Gruppe gesessen hast und hast das erzählt. Und wie gesagt, da muss ich auch an Jörg denken, wo der dann gesagt hat, wir müssen hier was machen, hat mit dir gesprochen und hat dich, ohne zu überlegen, ob er selber irgendwas vorhat, Termine hat dich genommen und hat dich nach Wiesn gefahren, dass du einfach in sicheren Händen bist. Ja, fühle mich jetzt auch deutlich besser. Wobei ich heute Nacht vom Spielen geträumt habe. Das war so ein ganz surrealer, fast echter Traum. Bin dann aufgewacht, war total aufgeregt, weil ich echt Panik hatte, dass ich tatsächlich spielen gewesen bin. War aber nicht so. Einfach nur schlecht geschlafen. Gott sei Dank. Ja. In Mitteldeutschland gibt es nur 7 dieser Selbsthilfegruppen. Oft sitzen alle einfach nur zusammen, erzählen von der Familie, der Arbeit, dem Urlaub. Es reicht manchmal schon zu fühlen, dass man mit der Erkrankung nicht allein ist. Und bei mir hat die Gruppe geholfen, sage ich mal, meine Ehe irgendwo wieder zu retten. Mein Mann war die ersten Male mit. Der hat also auch gesehen, es gibt auch andere Menschen, ne, die spielsüchtig sind, nicht nur seine Frau. Ich konnte mich öffnen, ne, weil, ich muss es nochmal erwähnen, weil wir in der Räumlichkeit die gleiche Sucht haben, beziehungsweise Erkrankung. Ne? Und sowas, also das hilft mir definitiv. Und wer dann sagt im Endeffekt, ach komm, das hilft doch eh nichts, der hat in meinen Augen keine Ahnung. Wenn jetzt jemand zu mir sagen würde, weißt du, gehst zu einer Gruppentherapie, Mike, was bringt dir das? Da würde ich sagen, sehr viel. Willst du mitkommen? Wir haben ja mittlerweile Betroffene, die sich organisiert haben. Die Stimme der Betroffenen hat lange Zeit gefehlt in der öffentlichen Diskussion. Und ich bin sehr dankbar, dass wir einen bundesweiten Selbsthilfeverband haben, der jetzt auch diese Stimme repräsentiert. Auch Thomas Melchior macht seine Geschichte öffentlich. Im Gefängnis schreibt er ein Buch, hält jetzt Vorträge in Schulen und wahrt bei Sportevents vor Sportwetten. Denn dass Wettanbieter Milliarden mit der Sportbegeisterung der Menschen verdienen, findet er unerträglich. Und weil Oliver Kahn das Werbegesicht eines Sportwettenanbieters war, nutzt er dessen Popularität für seine Botschaft. Ganz viele Leute haben uns fotografiert. Bei ganz vielen Leuten ist die Message, Sportwetten sind doof, auf den Fotos zu sehen. Und ich glaube, letztlich ist es jeder wert, der nicht anfängt zu spielen, der sich an meine Fotos, an meine Geschichte erinnert, der ist es wert, dass ich das hier mache. I was addicted to gambling. I was. And I lost 800 Warum? Weil ich spielsüchtig war. Ich verlor 800.000 € und ich war zu 5,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Dann schrieb ich ein Buch im Gefängnis und machte meine Geschichte öffentlich. I wrote a book in prison and made my story public. Ich mache Werbung gegen Sportwetten, weil Oli Kahn jahrelang für Tipico Werbung gemacht hat. Und ich bin süchtig nach Sportwetten geworden und bin dafür zu 5,5 Jahren Knast verurteilt worden. Ja. Und das, obwohl ich Bankkaufmann bin und mit Abitur. Und deswegen habe ich meine Story öffentlich gemacht, weil Sportwetten sind halt ziemlich fies. Ja, das ist wirklich gefährlich. Deswegen lieber Sport gucken. Solche Spielerei ist halt einfach dumm. Und das ist halt momentan immer mehr und das ist das Problem. Und deswegen stelle ich mich einfach so hin, als Oli Kahn, du kriegst halt nun mal in dem Outfit mit den Ballons einfach die meiste Aufmerksamkeit. Weißt du, brauchst jetzt nicht mit dem Flyer rumlaufen, den Leuten sagen, Sportwetten sind doof. Und deswegen einfach die Verkleidung. Deswegen passt auf hier auf den Kleinen. Der darf sowas nicht machen. Fußball spielen ist gut, Fußball gucken auch, aber den anderen Scheiß braucht er nicht machen.